first. Bilfingen first. Hello. My name is Donald J. Trump. I'm the President of the United States of America. Narrenbund und Narrenbund. Ich bin heute hier, um euch etwas mitzuteilen. Ihr alle habt einen beschwerlichen Weg auf euch genommen, in diese Halle, um eine große Mission zu erfüllen. Make the Bilfinger Fastnet great again. Ich danke euch, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu meiner Amtseinführung als der President of the Bilfinger Fastnet. Und ich helfe euch dabei. Ich habe America great again gemacht. Nun mache ich das auch mit der Bilfinger Fastnet. Kufefe in Washington. Ich habe Trouble mit der Schulterobergrenze. So, ich komme schnell hier vorbei, um euch zu erzählen, wie mein erstes Jahr war. Ich bin gerne zu euch gekommen, da es hier keine Fake News à la CNN gibt. Und Mr. Schott, Sie schreiben Fake News über mich. Ich zerstöre Ihren Ruf als Journalist. Ich habe nämlich 46 Millionen Follower bei Twitter. Ich habe keine Bedenken, sofort etwas zu tweeten. Tweet. Stopp. Wieso? Ich habe hier keinen Empfang. Wo ist euer kleiner Statthalter? Oh yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Dies ist die erste Aufgabe, die sofort erledigt wird. Hier muss Empfang sein, jederzeit, dass ich tweeten kann. By the way, Twitter hat erlaubt nun 280 Zeichen. Nun, ich kann der UN, der NATO, alle Fake News in Kim Jong-un auf einmal beleidigen. Im Mai, ich war zu meinem ersten Auslandsbesuch in Saudi-Arabien. Auf dem Flug, ich bekam einen Rätselblock mit verschiedenen Aufgaben. Unter anderem war auch die Lesung dabei, praktisch. Das war aber schnell langweilig. So, ich habe die restliche Zeit in meinen Pass geschaut. Da ist eine schöne Foto von mir drin. In Saudi-Arabien, ich wurde von König Salomon empfangen. Ich konnte ihn leider nicht verstehen, ich spreche kein Spanisch. Wir führten einen sehr männlichen Säbeltanz auf. Und meine Deals laufen auf eine prächtige Zukunft hinaus. Meine Brieftasche fühlt sich schon viel schwerer an. Weiter ging es nach Jerusalem. Die haben eine sehr schöne Mauer und die funktioniert sogar. Ich habe keine einzige Mexikaner dort gesehen. Natürlich habe ich mir die Baupläne zeigen lassen und habe mich selbst von dem Zustand der Klagemauer überzeugt. Jedoch entdeckte ich viele kleine Löcher, ganz klarer Fall von Pfusch am Bau. Zuvor, ich habe meinen Schwiegersohn Jared Kushner zu Vorgesprächen in der Nahen Osten geschickt, um alles vorzubereiten. Ich habe ihm gedroht, dass, wenn er scheitert, muss er weiterhin mein Schwiegersohn bleiben. Nun, nach meiner Rückkehr von Israel, ich habe eine Liste angefertigt mit Ländern, die ich nicht bereisen werde. Nepal,
Wenn ich Schnippel sehen will, kann ich in den Playboy gucken. Chile ist nicht gut für meine Magen, wenn ich zu viel scharf esse. Brunei, ich stehe auf Blondine. Und Mexiko, da habe ich Angst, dass die eine Mauer bauen, wenn ich da bin. Nun, ein paar Dinge, die in Amerika passiert sind. Ein Ehepaar kauft sich ein Haus, das zur einen Hälfte in Kanada steht. Es hat 3 Zimmer, 2 Bäder und eine kostenlose Gesundheitsvorsorge. Bei den Pfadfinder habe ich den besten Preis für eine Gruselgeschichte gewonnen. Ich erzähle Ihnen von meiner Gesundheitsreform. Letzt hat sich der Tropensturm Donald über Florida angekündigt. Dass er da aber nicht ankommt und alle Golfplätze heil bleiben, habe ich beschlossen, Florida kurzerhand umzubenennen. Und zwar in Melania. Meine Amtskollege in Mexiko möchte nun ein Gesetz verabschieden, das es erlaubt, dass Menschen zu medizinischen Zwecken Marihuana anbauen dürfen. Endlich ein Weg, dass Menschen in Mexiko zu Drogen kommen. Die USA konnten sich ja nicht für die WM qualifizieren. Im letzten Spiel gegen Trinidad und Tobago haben wir verloren. Es war aber unfair. Wie soll man gegen 2 Länder gleichzeitig gewinnen? In Puerto Rico hat es eine schwere Hurrikan gegeben. Habt ihr gewusst, dass Puerto Rico eine Insel ist, umgeben von Wasser? Viel Wasser, Ozeanwasser. Und wisst ihr, warum ich beim Abendessen mit Staatsgästen immer 2 Kugeln Eis bekomme? Die sehen aus wie 2 Bubis. Ich habe für die nächsten 3 Jahre Milliarden tolle Ideen. 1, 2, 3. Ich werde eine neue, sehr einfache Außenpolitik gestalten. Vor allem in Korea, in seiner Hauptstadt Teheran. Ich werde nochmals nach Europa reisen. Ich werde der mächtigste Mann werden in Berlin, in Brüssel und an den Stränden von Paris, wenn ich meine Klimapolitik durchgesetzt habe. Auch wir in Germany und Europe haben Probleme. Die Briten gehen raus aus der EU. Die Frage ist nur wie, hart oder weich. Ich würde sagen medium rare. Aber welche Länder folgen noch? Kommt bei den Tschechen der Check-out? Gibt es in Finnland eine Finish? Und in Kopenhagen würde ich sagen, der Däne mag nicht mehr. In der White House passieren auch manche Dinge. Eine 11-jährige Junge hat sich beworben, um die Rasen des Weißen Hauses zu mähen. Er war besser als mein alter Pressesprecher Sean Spicer. Nach Sean Spicer kam Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci. Aber nach 10 Tagen war auch für Scaramucci Schluss. Als er sich eine Taxi über Uber bestellte, saß Sean Spicer drin. Anthony Scaramucci wollte nach seiner Entlassung eine Sitcom über seine Zeit im Weißen Haus drehen. Er bekam überall Absagen. Alle Senderbosse teilten ihm mit, dass eine Sitcom über 30 Minuten geht.
Wer für mich arbeitet, von dem erwarte ich Loyalität. Deswegen gibt es jetzt was ganz Besonderes, der Trump Loyalty Card. Es gibt viele tolle Dinge, wie Freikarte von den Ted Nugent Konzerten und eine private Abendessen, das so toll ist mit mir, dass ihr direkt nach Hause geht und darüber schreiben werdet. Zum Schluss gibt es noch einen 10% Deal in alle Trump Hotels. Nicht falsch verstehe. Ihr zahlt 10% mehr, keine Rabatt. Ihr wollt Loyalität, dann zahlt. Die Trump Loyalty Card, hol dir eine und du bist gefeuert. Im November stand meine zweite Auslandsreise statt. 11 Tage All-Inclusive Urlaub in Asia. Leider hat Melania das spitz gekriegt und wollte mit. Aber erst eine Zwischenstopp in Hawaii. Wurde dort direkt zum Stammeshäuptling gewählt, glaube ich, konnte aber deren Sprache nicht verstehen. Hab mir von einer kleinen Frau mit Ruisenhut in Pearl Harbor den Weg zur Toilette erklären lassen. Auf dem Weg habe ich noch geschredderte Russland-Akte gefunden und habe diese gleich ins Meer geworfen. Weiter geht's nach Japanien. Habe leider vergessen, ob ich die gut oder schlecht finde. Bei der Pressekonferenz gucke ich erstmal grimmig. Der japanesische Bruce Lee lächelt ab, scheint mein Freund zu sein. Danach traf ich noch lustigen Zwergenmenschen. Er stellt sich als Kaiser von Japan vor. Ah, und ich bin der Kaiser von China. Weiter ging es nach Korea. Hoffentlich das richtige Korea. Erst hatte ich Angst, dass ich in einem nordkoreanischen Gefängnis bin, weil alle die gleiche Kleidung anhatten, bis sich herausstellte, dass dies ein US-Stützpunkt ist. Letzte Station China. Dort lieben mich auch alle. Treffen mit Mao Zedong. Ich habe ihm gleich mal meinen Lieblingswitz erzählt. Wie heißt der chinesische Verkehrsminister? Umleitung. Haha, ich bin halt der lustigste Mensch auf der Welt. Und nun möchte ich noch ein paar Danksagungen machen. Danke an das Finanzamt, dass ich die Steuerrückzahlung, obwohl das Geld sowieso mir gehört, sich noch mehr wie ein Geschenk anfühlt. Danke an alle Mütter, dass ihr uns groß und stark gemacht habt und dass wir wissen, wie lange eine Mailbox-Nachricht gehen kann. Danke an die Firma Mattel, dass diese nun 15 neue Sorten der Pumpkin auf den Markt gebracht hat. Oder wie ich es formulieren würde, die Bachelorette Barbie Edition. Danke an den Bachelor, wenn es nur noch 3 Frauen sind, dass wir wissen, wer als nächstes bei Let's Dance mitmacht. Danke, ihr Protz, dass ihr aussieht wie ausgedrückte Zigarette im Ohr. Danke, Anthony Scaramucci. Job weg, Frau weg, die Geburt von der Tochter verpasst. Wenn jetzt auf dein Truck stehen bleibt, ist das der beste Country-Song. Danke, Toys R Us, dass ihr pleite seid. Ihr könnt nicht mal das R richtig schreiben, wie wollt ihr dann mit Geld umgehen? So, nun muss ich wieder los. Treffe mich noch mit meinem Kumpel Vladi, um zu besprechen, wie wir die nächste Wahl gewinnen. Make the Bilfinger Fastnet great again. God bless the United States. Macht's gut. Kufefe, hello. Ja, auf der Kakadu-Bühne als einer der umstrittensten Präsidenten der USA, Matthias Zucker.
Und natürlich begleitet vom Secret Service Christopher Schugger und Florian Nikola. Ja, und auf unseren Matthias und auf seine 2 Bodyguards machen wir 3 kräftige. Kakadu! Hello! Kakadu! Hello! Kakadu! Hello! Ja, wir bedanken uns recht herzlich für euren Beitrag heute Abend und jetzt kommt für euch der Ausmarsch. Bitteschön!